Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und in diesem heutigen Video werden wir ein ganz bestimmtes Achievement erreichen. Obwohl es ist eigentlich so gesehen gar kein Achievement. Es ist eigentlich schade, dass es gar kein Achievement ist. Denn, wenn wir mal zu den Pets schauen, werden wir heute die Pets komplett alle auf das Maximum bringen. Mir fehlt nur noch das Wasserpad, das habe ich gestern auf 199 füttern dürfen und jetzt fehlt mir nur noch die eine maximale Frucht, dann haben wir die Pets komplett durchgespielt und ja, das ist natürlich sehr, sehr cool. Brauchen wir uns um das Feature hier keine Gedanken mehr machen. Wir sind hier mit dem Feature Pets komplett durch. Ja, es gibt natürlich schon Spieler, die schon deutlich weiter sind. Grüße gehen da raus an Charlie, der das Video hier heute schon vorhergesagt hat. Ja, der alte Pet-Experte. Und ja, ihr seht, in manchen Sachen bin ich hier auch schon ziemlich weit. Ne? Allerdings die Pflaumen sind die bisher ich am wenigsten bekommen habe. Es gibt schon Leute, die sind schon fast vor den 1000 gesammelten Früchten irgendwie pro Element, sag ich mal. Da bin ich noch nicht so weit. Trotzdem bin ich froh, dass wir es jetzt komplettieren können. Wir können ja mal in die Ehrenhalle schauen bei den Pets. Ja, gut, Anzahl macht da jetzt auch nicht so viel aus, aber wir gehen trotzdem mal jetzt mal auf Wasser und drücken hier das letzte Pet auf 200. Zack, und da ist es. Ja, herzlichen Glückwunsch an mich selbst. Wir haben nun alle Elemente auf 4K gebracht. Mehr geht nicht. Ja, jetzt sind wir maxed out, was die Pets angeht. Jetzt heißt es nur noch, die ganze Zeit Früchte stacken bis zum geht nicht mehr. Ich meine, es gibt natürlich auch ein Feature bei der Hexe. Ne? Da kann man natürlich hier hingehen und die Früchte natürlich hier verwerten. Zum Beispiel hier könnte ich hier 10 Stück reinmachen, hier 10 Stück, hier 10 Stück, je nachdem, was man halt braucht. Und je nachdem kommen dann halt die Tränke raus, so, ne? Aber, ja, ich warte lieber noch mit den Früchten, dass ich die zu Tränken verwerte. Denn die Tränke, umso höher man im Level steigt, umso teurer werden auch die Tränke. Das heißt, umso höher ich komme vom Level her, umso mehr bekomme ich auch an Gold von den Tränken, die ich mir hier braue, durch die Früchte, die überflüssigen. Und deswegen, warte ich lieber noch geduldig und wandle jetzt nicht schon gleich meine ganzen Früchte hier in Tränke um, sodass ich hier mehr Tränke habe oder die verkaufe für mehr Gold im Shop. Ne? Da bin ich lieber noch geduldig, mal schauen, was da noch kommt in Zukunft. Ich sehe gerade, wir haben hier viel, was wir auch zur Hexe bringen können. Ja, vielleicht kommt da noch irgendwas in Richtung Pets, nochmal irgendein neues Update oder so, keine Ahnung, wer weiß, was denen alles da im Kopf so rumschwirrt, ne? was die noch rausbringen werden an irgendwelchen Features hier zu den, keine Ahnung, Pets oder ob die das so belassen oder keine Ahnung, was da so noch kommen wird. Ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt und deswegen warten wir da erstmal ganz geduldig ab. Ich meine, die Früchte sind ja nicht weggeschmissen und schlecht werden die auch nicht. Ne? Also bewahre ich mir die lieber dann doch nochmal auf. So, genau, als nächstes habe ich hier auch noch eben gerade einen neuen legendären Edelstein gefunden. 1713 sehe ich gerade hat er. Das ist im Vergleich zu denen, die ich jetzt mittlerweile habe, nicht so gut. Ja, ich habe hier welche, die sind knapp 1800. Entschuldigung, 1800. Liegt vielleicht auch an der Ritterhalle. Weiß ja nicht, ob wir da eine größere Ritterhalle haben oder eine höhere. Ich muss mal einen Schluck trinken irgendwie. Entschuldigung. Das gute Tippwasser. Jo, genau. Haben wir hier einen legendären Edelstein. Jetzt fehlt mir nur noch einer. Und dann können wir tatsächlich, hier sind wir auch komplett maxed out, was so die großen Edelsteine angeht. Ne, sind ja doch nochmal ein paar Attributpunkte. Und ich überlege gerade, welchen Stein ich auswechsel hier. Aber es sieht so aus, als ob wir den nehmen. Der ist ein bisschen schlechter von den Werten als der hier. Außerdem ist der ein Statpunkt besser als der hier. Der hat nur 979, der hat 980. Ja, so. Und dann fehlt mir nur noch ein einziger großer Edelstein hier. Ich meine, das sind nochmal 200 Attribute. Intelligenz, Ausdauer, was ich dadurch mehr bekomme, wenn ich die durchswitche. Und dann können wir tatsächlich schon anfangen, wenn wir hier komplett
ja, alles mit Legit Gems ausgerüstet haben, können wir anfangen, die Legit Gems auch für die Begleiter langsam zu sammeln. Ja, oder wir heben die noch auf. Es kann auch, ja, vielleicht hebe ich mir erst so 1 oder 2 Legit Gems auf. Falls ich mal, obwohl, ne, ich kann eigentlich kein gutes neues Item bekommen, weil ich habe ja alles legendär. Also könnte ich erst neue gute Items beim nächsten legendären Dungeon bekommen. Ich habe gerade überlegt, weil wir haben es ja jetzt bald auch hier Epic Event, ne, das steht ja jetzt an, oder ist jetzt schon, je nachdem, ich weiß gar nicht, wann das Video rauskommt, ne, und deswegen brauche ich mir, glaube ich, gar keinen aufheben. Das heißt, wenn ich den übernächsten Legit Gem habe, dann setze ich den schon direkt ein und ich glaube, den kriegt dann meine Kunigunde, weil die halt am meisten im Dungeon anrichten kann, potenziell durch ihre Fähigkeit. Ne, danach kriegt der Marquardt den, weil der am meisten Schaden raushaut und dann bekommt der Bertram auch noch einen Legit-Stein in die Waffe rein und dann, ja, sieht das erstmal schon mal ganz gut aus. So, dann machen wir mal einen Try hier im Olymp. Wird nicht viel bringen, ja. Zack, das war's. Da stehen die Chancen momentan zumindest noch relativ schlecht. Sieht mager aus, wie Magerquark. Und deswegen lassen wir da momentan zumindest erstmal noch die Finger von. Ne? Und schauen mal, dass wir da lieber noch ein bisschen unsere Stats pushen. Anstatt da irgendwie sinnlos Pilze rein zu wasten. Das macht halt auch nicht so viel Sinn. Und ja, dann versuchen wir das mal zu einem späteren Zeitpunkt. Bringt ja auch nicht so sonderlich viel. Ne, das bisschen Erfahrung, das kann ich mir klemmen. Und ja, rennt ja auch nicht weg, der Dungeon. Außerdem, stimmt, ich habe gerade auch noch am Handy, ne, da war ich gerade noch unterwegs gewesen, am Handy ein neues Level erreicht. 561 sind wir jetzt frisch geworden mit 10 Millionen Erfahrung gerade mal im Level drinne. Ne? Und das ist natürlich auch sehr nice. Und ja, morgen kriege ich auch noch ein neues Level-Up dazu durch den Kalender, was natürlich auch sehr nice ist. Dann haben wir gleich wieder 2 Level gemacht am Stück. Ist natürlich auch sehr cool. Ich nehme das Ganze hier übrigens gerade am 6. Mai auf, falls Leute fragen, wegen ja, der Kalender vielleicht zu spät oder ja, weiß ich nicht, ob jetzt schon ein Epic-Event ist oder nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann ich das hochladen werde. Ne? Genau, aber so sieht das jetzt aus. Das ist hier vom 6. soweit. So, gut, sehr nice. Jetzt sind wir hier soweit erstmal durch, würde ich sagen. Ja, ich werde nachher noch ein paar Epics hier noch zerlegen oder, ja, genau, zerlegen. Mal schauen, vielleicht kriege ich hier noch irgendwo ein paar mehr Kristalle raus. Da werde ich mal nachher diese Schmiedeseite benutzen da, die ich ja euch auch schon mal gezeigt hatte. Vielleicht kriegen wir da ein paar Kristalle mehr. Und ja, ansonsten bin ich jetzt wieder dabei, ein paar Gegenstände zu sammeln für die Hexe. Ne? Heute hatten wir Glück gehabt, heute haben wir ein paar Items verkaufen können. Vielleicht können wir die nächsten Tage auch wieder ein bisschen was loswerden. So, ansonsten sehe ich gerade, ich habe hier noch einen schwarzen Edelstein, aber im Prinzip, ja, brauche ich gar keine schwarzen Edelsteine mehr, da die Legit Gems eigentlich so gut wie alles abgelöst haben, was so Steine angeht. Ne, da brauche ich jetzt eigentlich nichts mehr. Und ich habe gerade überlegt, ob ich den vielleicht einen von meinen Begleitern geben könnte, weil das wären schon hier, also das sind gute Statpunkte auf jeden Fall. 200 auf jedes mehr. Hier auch nochmal 200, hier auch nochmal 200. Ja, also der könnte hier gute Sachen vertragen, aber die Kunigunde kann hier auch ein paar neue Items vertragen, davon mal ab. Aber ich werde diesen Stein lieber verkaufen, denn das Gold ist mir an der Stelle wichtiger als ein paar Statpunkte auf den Begleitern. Außerdem werde ich früher oder später alle meine Begleiter sowieso auch steintechnisch legendär ausrüsten. Ne? Also von daher lohnt es sich gar nicht mehr, irgendwie schwarze Steine irgendwo reinzusetzen, weil früher oder später die sowieso von den legendären Steinen abgelöst werden. Deswegen verkaufe ich die lieber. Ne? Ansonsten hätte ich den jetzt da irgendwo reingesetzt. Der hätte
ja, 200 Stat-Punkte mehr gehabt auf alle Attribute, jetzt zum Beispiel bei der Kunigunde. Was hätte es mir gebracht? Gar nichts gegen den Dungeon-Gegner. Ja, das sind halt, ja, nur eben 10 Millionen Gold, die ich dadurch gewastet habe. Ne? Also momentan brauche ich meinen Begleiter da, was so eine Steine angeht, gar nicht mehr irgendwie ausrüsten, weil es bringt mir halt überhaupt gar keinen Vorteil mehr in dem Dungeon gegen Ares. So, ne? Mal schauen, wie es aussieht, wenn alle Begleiter legendär steintechnisch equipped sind. Aber selbst dann mache ich mir keine großen Hoffnungen, dass Ares liegen wird. Das ist halt einfach, ja, das ist halt einfach, muss man halt ein bisschen stärker werden vom Charakter her. So, ne? Gut, das soll es aber auch erstmal soweit wieder für heute gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, cooles Achievement haben wir jetzt erreicht. Ne? Alles auf 4K, sieht sehr nice aus. Ja, wäre cool, wenn es hier auch als Achievement festgehalten werden könnte, aber ich weiß nicht, ob das zu weit ins Late Game reingeht, dass hier das irgendjemand, keine Ahnung, bekommt. Obwohl, wir bekommen ja jetzt auch bald die neuen Achievements, ne? Und da ist ja auch hier den Olymp komplett besiegen drinne, ne? Und das ist, na gut, das ist natürlich das Late Game Achievement schlechthin, wenn man da den finalen Dungeon besiegt hat. Hier in Shakes & Fidget den stärksten Dungeon momentan, den noch keiner besiegt hat. Großartig. Und ja, mal schauen. Das war's soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.